Hallo, Coach Christian hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie ihr seht, habe ich heute hier prominente Begleitung an meiner Seite. Und zwar ist das der Moritz Neuhausen. Ist ein junger Spieler, wird gerade, ja, oder hat sich entschieden, Profi zu werden. Hat schon hervorragende Titel gewonnen in der Jugend, Doppelweltmeister in der Jugend, Vize-Weltmeister mit Joshua Filler zusammen. Ja, und was wir heute vorhaben, ich möchte gerne mal anhand von Moritz zeigen, wie wichtig eigentlich die Positionierung von verschiedenen Bockhänden ist. Und vor allem, diese Vorpositionierung, also dieses Entscheiden, mit was für eine Bockhand gehe ich eigentlich rein? Warum mache ich eine offene Hand? Warum mache ich eine geschlossene Hand? Welche Position nehme ich an der Bande ein, wenn die weiße näher an der Bande liegt? Genau diese Dinge beleuchten wir jetzt in diesem Video ganz ausgiebig. So, der Moritz zeigt euch jetzt mal als erstes die klassische Bockhand. Die klassische Bockhand ist die offene Bockhand, also sprich da, wo die Hand im Prinzip offen bleibt. Dann habt ihr ja schon gesehen, dass es verschiedene Höhen gibt, also je nachdem, für was ich mich entscheide, und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, das ist immer das, was wir gerade entscheiden, wie wir in den Stoß gehen wollen. Wollen wir einen Zugball spielen, Stoppball spielen, wollen wir einen Druckstoß spielen, wo die Weiße im Prinzip ein bisschen Wirkung vermitteln wollen, oder im Topspin-Bereich, im Nachläufer. Das kann man mit dem Handrücken, indem man die Finger zusammenzieht, regulieren. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vor allem ist das Wichtige dabei, dass man das vorher entscheidet und nicht erst in den Stoß läuft und sich dann umentscheidet und nicht mehr rausgeht. Das hat alles Auswirkungen auf das Stoßergebnis. Und als erstes zeigt euch der Moritz jetzt mal zum Beispiel, wie man flach in die Weiße reingeht. Also er würde jetzt einen Stoppball oder Rückläufer simulieren. So, und hier sieht man jetzt ganz gut, er ist relativ flach mit der Hand und das Queue ist auch leicht diagonal, was man ja für einen Stoppball und einen Rückläufer braucht. Und wenn er jetzt daraus natürlich nicht im Stoß das machen würde, aber wir machen es jetzt mal hier. Jetzt würde er den Handrücken ein wenig zusammenziehen. Das heißt, die Finger werden ein wenig zusammengestaucht. Und so kommt der Handrücken höher. Und jetzt hat er schon eine andere Position. Und die letzte Stufe wäre dann nochmal ein bisschen mehr zusammenziehen. Das sieht man ganz deutlich. Und jetzt ist er in der Position, wo er rein theoretisch Nachläufer spielen kann. Was da auch wichtig ist, nochmal zu verstehen, dass die offene Bockhand im Prinzip eigentlich dafür genutzt wird, dass man im kleinen Positionsbereich oder wenn man mit natürlichen Laufwegen arbeitet, wo man wirklich nicht viel Rotation, also sprich Bewegung in das Queue reinbringen muss, weil eine geschlossene Bockhand letztendlich viel mehr Stabilität darstellt. Die meisten offenen Hände werden dann benutzt, wenn man im Prinzip leichte, kurze Distanzen spielt oder halt natürliche Winkel hat, wo man dann wirklich nicht in die Rotation geht, in die Wirkung geht oder auch mit viel Effet arbeitet. Als nächstes zeigst du jetzt mal bitte, wie du mit einer geschlossenen Hand in den Ball gehst. So, da ist jetzt der Unterschied, genauso geht er tief in den Ball rein. Was hier zum Beispiel wichtig ist, dass man immer eine Dreiecksbildung hat. Das heißt, dass man den Daumen, Zeigefinger und den Mittelfinger zusammenbringt. Ganz, ganz wichtig. Wenn man zum Beispiel das so machen würde, den Daumen und den Zeigefinger, dann hätte man hier keine Stabilität. Das heißt, man muss immer versuchen, wenn es geht, den Zeigefinger und den Mittelfinger und den Daumen zu einem Dreieck zu bilden. Das wäre jetzt die Möglichkeit, wenn man tief reingeht. Das heißt, der Handrücken bleibt schön flach. Und jetzt kann man natürlich aus der Position auch wieder, genau wie bei der offenen Hand, ein bisschen zusammenziehen, genau, damit da was höher kommt. Und final für den Nachläuferstoß, für die Rotation nochmal deutlich höher geht. Und jetzt zeige ich euch nochmal, oder der Moritz zeigt euch nochmal, wie man mit einer geschlossenen Bockhand in den Stoß reinläuft, aber den Handballen nicht auf den Tuch setzt, sondern tatsächlich in der Luft bringt. Der Vorteil, den zeige ich euch gleich. Und vor allem ist es da wichtig, dass man den Oberarm eher durchstreckt und nicht zu sehr gewinkelt, weil wenn man dann den Handrücken hochstellt, dann ist es sehr instabil. Und das ist natürlich in erster Linie für die Topspin-Bälle, wenn man wirklich schöne Rotation in die Weiße geben will. Das könnt ihr auch bei vielen Profis beobachten, dass kaum einer den Handballen dann wirklich auf dem Tisch hat bei einer geschlossenen, sondern tatsächlich eher angewinkelt hat, um in einer geraden Linie zu kommen. Genauso. Und jetzt sieht man hier, dass man hier im Prinzip Luft hat. Wenn man bandennah ist, kann man natürlich den Ellenbogen auch ablegen, damit man noch ein bisschen mehr Stabilität hat. Hier ist jetzt deutlich zu sehen, ist Luft drunter. Der Vorteil ist folgender: Wenn ich jetzt ein Queue parallel durchführen will, und ich zeige es jetzt mal, wenn man jetzt den Bock runtersetzt, dann kommt direkt Druck aufs Queue nach unten. Und das ist das Letzte, was wir wollen. Wir wollen keinen Druck aufs Queue haben, und in dem Moment, wo er wieder hochgeht, bleibt das Queue schön parallel und frei. Das schwebt praktisch nur durch die Hand durch. Und dadurch muss man nicht am Ende so künstlich die Hand öffnen,
Ich zeige das mal gerade, was viele Spieler dann machen. Sie machen auf einmal die Hand auf, weil sie hochkommen wollen, statt sich da zu positionieren und nur noch das Queue praktisch durchzuführen. Ein ganz, ganz wichtiges Element und könnt ihr mal ein bisschen probieren. Und warum ich den Stift in der Hand habe, danke dir Moritz. Ich habe tatsächlich in meiner Anfangszeit ich sage jetzt mal so, das ist eigentlich schon mentales Techniktraining. Mentales Techniktraining bedeutet, dass wir uns natürlich versuchen, bildlich im Kopf vorzustellen, wie wir unseren Körper bewegen und steuern wollen. Das kann man mit der Bockhand machen, indem ich schon in meiner Schulzeit immer den Stift praktisch im Unterricht so gehalten habe. Das heißt, ich habe immer mir versucht, relativ schnell diese Positionierung meiner Hand einzuprägen, dass ich das automatisiert mache. Und da habe ich, wie gesagt, immer so einen täglichen Begleiter, meinen Stift in der Hand gehabt und dann eigentlich so genau diese Kernposition, Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger zusammenzubringen. Als nächstes kommt die Bockhand, die deutlich höher steht. Das heißt, immer dann, wenn wir übergreifen müssen, also die klassischen Übergreifpositionen, wenn ein Ball vor der Weißen positioniert ist, dass man jetzt halt darauf achten muss, natürlich die Kugel nicht zu berühren, aber trotzdem stabil genug ist, damit man nicht zu sehr wackelt. Ich weiß natürlich, für Spieler, die jetzt eher kürzere Finger haben, ist das echt immer eine riesen Herausforderung. Und deswegen gibt es immer so einen ganz wichtigen Punkt, dass man versucht, die Finger so weit wie möglich zu spreizen. Weil wenn ich nur noch auf die Finger gucken gehe, dann ist es natürlich dann sehr instabil. Also zu hoch wäre falsch. Und dementsprechend kann man dann auch noch mal mit den beiden Fingern es zusammenführen. Auch hier diese Zusammenführung bringen, damit man da noch ein bisschen mehr Stabilität hat. Und das zeigt euch der Moritz jetzt mal für einen Nachläufer simuliert. So, und jetzt machen wir das Ganze mal, wenn er tief ansetzen möchte, weil er halt Rotation will. Der Vorteil ist jetzt, dadurch, dass man übergreift, braucht man gar nicht so tief in die Weiße gehen, wie man es generell gewohnt ist, wenn man Zugball spielt. Das hat einfach mit der Positionierung des Queues zu tun. Das heißt, je höher wir hinten sind, desto diagonaler sind wir ja zwangsläufig, also entsteht auch dadurch Rotation schneller. Und deswegen braucht er gar nicht so extrem tief ansetzen, wie gesagt, wie man es normal machen würde, wenn man jetzt die Bockhand frei am Tisch setzt. Und das zeigt er uns jetzt mal. So, da konnte man jetzt auch ganz gut sehen, wie toll eine Wirkung entsteht und was man vor allem bei Moritz jetzt wunderbar sehen konnte, wie trotzdem das Queue diagonal geblieben ist, wo er nicht so eine Aufreißbewegung nach oben hatte, was auch bei vielen Spielern sichtbar ist und sich deswegen fragen, warum kriege ich keine Wirkung rein. Wenn im letzten Moment der Oberarm zu früh mitkommt und das Queue liftet vorne wieder hoch, also so eine Schaufelbewegung, dann treffen wir nicht da, wo wir treffen wollen. Und bei ihm konnte man jetzt wunderbar sehen, dass das Queue diagonal durch die Weiße geht, also er trifft da, wo er auch zielt. Und nur so kann man dann auch letzten Endes gute Wirkung erzielen. So, und jetzt zeigt euch der Moritz nochmal anhand von einem Jumpshot und vor allem auch 3 verschiedene Jumpshots. Ja, einmal, man muss natürlich auch nicht nur den Ball treffen, sondern es geht auch darum, genau wie beim Positionsspiel, zu sagen, okay, möchte ich jetzt einen Jumpshot spielen mit einer Tendenz vorwärts, also ein bisschen nach vorne bringen die Weiße, oder einen Stoppball, oder halt ein bisschen zurückziehen. Also auch da wird natürlich versucht, Position zu spielen, also im fortgeschrittenen Bereich natürlich. Aber es geht ja darum, Bockhand. Und wie stellt er die Bockhand und warum stellt er die Bockhand, das sagt der Moritz euch jetzt gerne mal selbst. So, jetzt zeige ich euch das gleiche mit dem Jumpshot. Hier ist dabei auf jeden Fall auch, wie auch bei dem Übergreifer, darauf zu achten, dass man eine stabile Bockhand hat, gerade bei der schnellen Bewegung. Das ist bei dem Übergreifer ja nicht unbedingt gegeben, dass ich das Queue schnell bewegen muss. Beim Jump ist das schon so. Deswegen muss man da auf jeden Fall darauf achten, dass man möglichst stabil die Bockhand hält. Dann kann man hier natürlich auch, wie auch im normalen Spiel, einen Zugball spielen, Stoppball oder einen Nachläufer. Und das zeige ich dann gleich. Erstmal zur Bockhand, das ist relativ ähnlich wie auch zum Übergreifer. Ich versuche natürlich relativ steil jetzt das Queue zu führen. Und wie gesagt, ich versuche das so stabil wie möglich zu gestalten. Das heißt, ich spreize meine Finger, versuche das Gewicht auf möglichst alle Finger zu verteilen, dass ich nicht in eine Richtung ausweichen muss oder dass ich das Gefühl habe, ich kippe um, sondern dass ich möglichst stabil bin und dass ich auch sicher sein kann, dass ich da keinen Foul mache. Zumindest nicht, indem ich dann rechts oder links von der Weißen, die dann irgendwie rechts berühre, während ich versuche zu stoßen und das alles außer Kontrolle gerät. Beim Stoppball kann man sagen, da bin ich nicht sonderlich steil, da bin ich aber auch nicht flach. Also das ist so ungefähr der Winkel, mit dem man gemütlich über die 5 drüber kommt, aber man sich keine Gedanken machen muss, dass jetzt die Weiße irgendwie viel macht. Ziel ungefähr da, wo ich auch beim normalen Stoppball zielen würde. Und dann ergibt das einen Stoppball. Kann ich das gleiche nochmal demonstrieren mit einem Zugball. Der Unterschied da ist, dass ich einfach etwas flacher bin, weil ich auch, wenn ich zu steil bin und jetzt ganz tief spiele,
dann ist die Gefahr fürs Abrutschen immer relativ hoch. Dann ist die Gefahr, dass ich irgendwas mache oder anders treffe, weil wenn ich zum Beispiel sehr steil reingehe und nur minimal abweiche von der Mittellinie, dann habe ich direkt viel Effet und dann treffe ich ganz woanders. Das heißt also, ich versuche relativ flach reinzugehen und mir dann zu erlauben, dass ich die Weiße auch trotzdem noch tief treffen kann. So. Also es ist ungefähr der gleiche Winkel, vielleicht etwas weniger als beim Stoppball. So. Und wichtig dabei vielleicht auch noch zu erwähnen, wenn man das spielt, dann landet man oftmals auch auf der Kugel. Das heißt also, die Weiße springt und trifft die Kugel in der Luft noch. Wenn ich nämlich aufkomme und dann die Kugel treffe, dann springt die Weiße hoch und das ist das, was meistens bei dem Nachläufer passiert, wozu ich jetzt gekommen wäre. Und zwar ist dabei wichtig, also wir machen wieder eine stabile Bockhand, das ist ja das, worum es auch geht. Und wenn ich jetzt jumpe, dann treffe ich relativ mittig. Das heißt also, ich muss auch darauf achten, dass ich ein bisschen mehr Energie in die Weiße gebe, weil ich ja auch mehr von der Weißen treffe. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass sie immer noch springt. Ich will ja nicht jetzt einfach in die 5 spielen. Und deswegen ja, denke ich auf jeden Fall aktiv darüber nach, vielleicht etwas mehr in die Weiße zu packen. So, ja, wie man gesehen hat, ist sie vor der 6 aufgekommen, beziehungsweise vor der Kugel und ist dann quasi vom Tisch abgeprallt auf die 6 und hatte deswegen noch Vorwärtsenergie. Ja, das war jetzt natürlich nochmal ein ganz spannendes Thema, das Thema Jumpen. Das ist natürlich nochmal sehr speziell auch von der Technik. Und wer da Interesse hat, nochmal ein bisschen mehr Infos zum Thema Jumpshot zu bekommen, dann habt ihr hier gleich einen Link eingeblendet. Da habe ich nämlich schon ein Video gedreht zum Thema Jumpen, die Techniken, die man einsetzen muss, um ja, erfolgreich jumpen zu können. Das nochmal so als kleiner Hinweis. So, jetzt kommen wir zum nächsten Bereich, Bockhand, und zwar die Positionierung. Alles, was die Weiße im Prinzip näher an der Bande ist. Das heißt, da ist natürlich schon mal der spezielle Unterschied. Wenn eine Weiße sehr nah presst zum Beispiel an der Bande liegt, haben wir ja nur den gewissen Bandenrahmen zur Verfügung, wie wir unsere Hand positionieren. Und auch da gibt es so klassische Fehlhaltungen, die man gerne macht, ohne zu wissen, dass das eigentlich ein riesen Nachteil ist. Und das zeigen wir euch jetzt mal gemeinsam, damit ihr auch da nochmal so ein paar Hinweise bekommt, wie ihr in Zukunft vielleicht eure Positionierung besser vornehmen könnt, mehr Stabilität habt und auch die Senkquote, was auch zum Beispiel das E-Freispiel angeht, einfach nach oben zu schrauben. So, als erstes zeige ich euch jetzt mal mit Moritz zusammen, wie man eigentlich so eine Hand an der Bande oder auf der Bande positioniert, indem man bestmöglich das Queue flach platziert. Das heißt, immer dann, wenn wir künstlich zu steil gehen, wir müssen natürlich hier und da diagonaler reingehen, aber nicht künstlich höher gehen als nötig, um der Weißen eine Wirkung zu geben. Weil alles, was wir künstlich zu steil gehen, das kennt man ja dann, wenn man Richtung Jumpshot geht oder Übergreifer geht, dass da schnell die Kontrolle verloren geht, weil man, wenn man in der Bewegung ein bisschen ins Effet kommt, macht die Weiße nämlich einen kleinen Bogen. Und das unterschätzt man ganz extrem. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir den Ball nicht sauber gerade treffen. Und die erste Bockhand ist eigentlich so, dass er jetzt zwar noch Distanz hat von der Bande zur Kugel hin, aber auch da geht schon los, wie positioniere ich meine Hand. Ja, man könnte jetzt die Hand hier oben drauf packen. Das wird aber genau dazu führen, dass ich jetzt künstlich zu steil reingehe. Besser ist es, so wie der Moritz das jetzt demonstriert, dass man die Hand eigentlich flach auflegt und dass das Queue unter der Hand ist. Und der Moritz zeigt euch das mal in mehreren Schritten. Genau, grundsätzlich kann man sich das so vorstellen. Ich habe jetzt hier meine ganz flache Hand. Jetzt, wenn ich die so hier drauflegen würde, dann wären wir, so würden wir das dann machen, wenn wir das falsch machen wollen würden, wie gerade der Christian das schon demonstriert hat. Wir machen also, wenn wir das so haben, dann ziehen wir den Daumen in die Handmitte und legen dann die Hand drauf. Jetzt sieht man schon, jetzt haben wir hier schon ein bisschen Spiel gewonnen und zwischen meinem Mittelfinger und meinem Zeigefinger habe ich ja auch noch Platz. Das heißt also, ich mache jetzt meine Hand, wie schon gezeigt, und lege die hin und packe mein Queue zwischen Mittelfinger und Zeigefinger. Dabei wichtig, ich ziehe mit dem Zeigefinger nochmal das Queue schön in Richtung Hand, um einfach schön Stabilität zu gewährleisten. Das heißt also, ich will jetzt nicht so hier flach und dann viel Spiel hier haben, sondern ich ziehe schön den Zeigefinger an und dann habe ich kein Spiel mehr mit dem Queue. Und dann kann man schön von der Bande aus flach spielen. Genau. Ja, genau. Das wäre jetzt genau der Fall, wenn man ein bisschen mehr Distanz hat. So, jetzt haben wir mal so eine Situation, wir sind deutlich näher ran an der Bande. Und jetzt kommt natürlich ein Faktor dazu, Bockkürze oder Bocklänge. Also wenn wir unsere gewohnte Bockhand vielleicht von einem Diamant Abstand oder ein bisschen weniger wie ein Diamant, ist das alles noch in der Norm und auch angenehm. Wenn wir aber jetzt zwangsläufig verkürzen müssen, dann ist halt oft die Problematik,
dass man natürlich auch jetzt, dadurch, dass die Press liegt, kaum noch Einfluss auf die Weiße nehmen können. Außer wir würden jetzt sehr steil reingehen, um noch irgendwie ein bisschen Wirkung rückwärts reinzubekommen. Aber in Tendenz wäre jetzt eigentlich nur klassisch der Hauptaugenmerk drauf, den Ball sauber zu versenken, indem man ihn nur leicht reinrollt oder ein bisschen mehr Geschwindigkeit reingibt. Und um dafür ein bisschen bessere Stabilität zu haben, ist es halt sinnvoll, dass man die Hand ein bisschen mehr vor dem Tisch stützt, statt oben drauf. Gehen wir aber ein bisschen nach hinten, gewinnen wir Raum. Das heißt, wenn wir Stöße brauchen, wo wir mehr Geschwindigkeit haben, haben wir auch mehr Ausholweg. Je näher wir rangehen, desto kürzer die Ausholphase. Und das hat zur Folge, dass wir weniger Wirkung erzeugen oder nur abbrechen im Stoß, also schon wieder Kraft investieren. Und jetzt geht es darum, tatsächlich so mal die Hand gegen die Bande zu stützen, dass man hier so sich in den Stoß mit der Schulter so reindrückt und dadurch auch ein bisschen mehr Raum, wie gesagt, gewinnt und hier aber auch genügend Stabilität hat. Ja? Die Bockhand, die er eben gemacht hat, hier oben drauf könnte man auch machen, aber sind dann wieder näher ran. Das ist quasi, ja, das Fingerspreizen ist wie bei der offenen Bockhand. Es ist ja im Endeffekt auch eine offene Bockhand. So, und jetzt sieht man, obwohl ich jetzt hier so in der Luft schwebe, bin ich doch relativ stabil und ich kann das Queue hier ganz gemütlich führen. Und im Endeffekt, wenn ich feste stoßen wollte, hätte ich jetzt auch genug Platz mit dem Queue, um wirklich nach hinten zu schwingen. Und jetzt komme ich mal ganz kurz zu einem ganz wichtigen Punkt, diese Fortpositionierung, dieses Denken, was mache ich jetzt eigentlich für einen Stoß und warum machen wir etwas in der Bewegung unterbewusst, weil wir vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen haben. Wenn der Moritz jetzt zum Beispiel extrem steil reingegangen wäre, dann sagt vielleicht das Unterbewusstsein, hey, wir müssen wieder runter, weil sonst passiert das und das. Und dementsprechend würde er jetzt das alles in einer Bewegung machen und das ist vielleicht euch auch schon mal da draußen passiert, dass ihr so einen Stoß angesetzt habt und auf einmal seid ihr abgerutscht, weil ihr praktisch hochgezogen habt. Hat damit zu tun, dass ich im Zweifel zu steil war und jetzt sagt mir im Unterbewusstsein, wir müssen wieder runter. Und das führt natürlich zwangsläufig zu einer Kippbewegung nach oben vorne und hinten runter. Genauso ist es halt bei der Positionierung tiefe Bälle. Ne? Wenn ich jetzt hoch anziele und dann im Stoß nach unten korrigiere, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir abrutschen. Und das ist das, was auch für euch auch ganz wichtig ist. Immer dieses Denken, wie tief möchte ich diesen Ball eigentlich spielen? Und so gehe ich auch in die Weiße rein. Und die verschiedenen Bockhände geben euch dafür logischerweise die Hilfestellung, in die Position reinzukommen, dass ihr auch die Stoßarten dementsprechend ausführen könnt. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Moritz, danke erstmal, dass du dir Zeit genommen hast, um uns da auch ein bisschen zu unterstützen. Und ich kann dir jetzt schon erwähnen, und wir sind ja, wie vielleicht bekannt geworden ist, haben wir eine Kooperation geschlossen. Wir kennen uns schon sehr lange. Ich begleite ihn schon viele Jahre auch als Trainer und wir sind natürlich auch über die Jahre wirklich Freunde geworden. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, da wird noch ganz viel von diesem jungen Mann kommen. Und auch wir hier mit den Videos wollen dann auch in Zukunft noch einiges machen für euch, damit ihr auch mal die Sichtweise wirklich aus der Spielerperspektive habt. Von mir als Trainer erklärt, aber hier als Spieler auch mal demonstriert, damit ihr seht, okay, das ist jetzt nicht nur erzählt, sondern es wird genauso gelebt. Das, was wir heute erklärt haben, die Bockhände und die verschiedenen Positionierungen, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Element, was in den Bereich Basic und Grundlage gehört. Das hat er auch damals in den jungen Jahren ja im Prinzip genauso trainiert, damit er das jetzt eigentlich ja, individuell und automatisiert im Prinzip umsetzt. Er denkt eigentlich nicht mehr darüber nach, er macht es einfach. Und in unserem Concept Practice System Basic Buch, was hier auch eingeblendet ist, könnt ihr genau diese Sachen auch nochmal dokumentiert durch Bilder und auch durch Texte nachlesen. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr gerne mal auf die Shopseite gehen und das haben wir da natürlich auch zur Verfügung. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Also mir natürlich wie immer sehr viel und wir hoffen, dass wir euch da draußen wieder Anregungen geben konnten für euer Training und auch Hilfestellungen, wie ihr vielleicht in Zukunft etwas anders machen könnt. Also in diesem Sinne, bis bald, The Stroke.